Moin ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses USB-Relay an euren PC anschließt und damit Sachen steuern könnt, zum Beispiel einen Lüfter oder irgendwas anderes. Das Schöne dabei ist, wir erstellen ein Programm, aber ihr müsst nicht programmieren können. Wir überlassen das der KI, wir werden uns da ein, zwei KIs mal anschauen und gucken, was die so rausspucken. Ihr werdet sehen, das geht recht einfach und macht auch Spaß. Ich werde euch zuerst das Ergebnis zeigen und danach dann erklären, wie ich da hingekommen bin und wie die KI mir dabei geholfen hat. Also hier seht ihr ein kleines Fensterchen. Da habe ich keine Zeile von programmiert. Da habe ich der KI nur gesagt, was sie machen soll. Und wenn ihr jetzt unten guckt, das sind diese 4 Relais, die ich schalten kann über den PC, über die USB-Leitung. Das funktioniert. Man sieht auch hier hinten sind die LEDs, die gehen an. An dem ersten Relais habe ich so einen kleinen Motor mit einem Lüfter dran. Der funktioniert auch einwandfrei. Also das geht. Ich kann auch alle Relais noch ausschalten. Also es wäre jetzt so eine Funktion, die eigentlich für jeden Anwender interessant ist. Für jeden PC-Besitzer. Ihr braucht im Prinzip nur einen PC mit Python und einem Internetanschluss. So, im nächsten Beispiel ist der Benutzerkreis wahrscheinlich schon etwas eingeschränkt, weil jetzt geht es um Hobby-CNC-Fräser, die eine Steuerung mit einer Python-Schnittstelle haben. Ich kann euch das jetzt am Beispiel von SimCNC zeigen und da kann man jetzt dieses Relais ansteuern. Man kann das in dem G-Code einbauen, indem man einfach hier zum Beispiel einen Befehl M60 schreibt. Wie das genau geht, zeige ich euch nachher noch. Aber ich kann diesen M60-Befehl aufrufen und dahinter steckt im Prinzip mein Python-Skript, was das Relais ansteuert. Und das würde dann auch ausgeführt werden, wenn der Code durchläuft. Ich kann es mal kurz zeigen. Ich mache es ein kleines bisschen größer. So, ich starte mal das CNC-Programm jetzt hier in der Simulation. Das Programm läuft durch, bis es zu M60 kommt. Und jetzt schaltet es die Relais durch. Also macht jetzt noch nichts Sinnvolles, ist eigentlich nur eine Demonstration, dass man das auch in seinen G-Code einbauen kann. So, eine andere Möglichkeit wäre, dass ihr das als Button macht. Ich habe schon mal einen Button angelegt. Also hier habe ich einen Button für das Relais und ich kann einfach draufklicken, dann geht Relais 1 an. Und wenn ich nochmal draufklicke, dann geht das Relais 1 aus. Also man kann einfach seine Steuerung um 4 Relais-Ausgänge erweitern mit einem freien USB-Port. Die Python-Skripte könnt ihr jetzt von irgendeiner KI entwickeln lassen. Also ich nehme jetzt mal Perplexity und zeige es euch vielleicht auch nochmal bei Copilot, aber ChatGPT oder irgendwas anderes funktioniert natürlich auch. Ich habe den Prompt schon mal vorbereitet. Ich habe einen recht langen Prompt geschrieben. Die Informationen, die da drin stecken, die habe ich bei Amazon rausgefunden. Also hier dieses FTDI, das steht zum Beispiel in der Beschreibung mit drin. Und diese Prompts, die ich jetzt hier reingebe, die werde ich auch unten in die Videobeschreibung legen. Gib das der KI, drücke auf ein Knöpfchen und wenn alles gut läuft, spuckt die mir ein funktionsfähiges Programm raus. Ja, und man sieht, dass man eine Bibliothek installieren muss. Also ihr müsst zu dem normalen Python, also ihr braucht ein lauffähiges Python. Wenn ihr das nicht habt, müsst ihr das installieren. Dann müsstet ihr noch mit pip install ftd2xx die Bibliothek nachladen. Das geht in Python sehr, sehr einfach. Also wenn Python im Pfad drin ist von eurem Windows, dann geht es extrem einfach. Ansonsten zeige ich euch gleich noch mal den Pfad, wo es bei mir lag. Ja, und hier haben wir schon das fertige Programm. Das ist also schon unser komplettes Programm. Also hier oben dieser Teil, das ist das wichtigste Teil. Und hier unten ist es im Prinzip ein Testprogramm, wo ich gucken kann, ja, schalten denn auch die Relais? Hier werden alle einmal durchlaufen und einmal ein- und ausgeschaltet. Das kann man sich einfach kopieren und packt es dann in zum Beispiel Visual Studio Code rein oder in PyCharm heißt es ja da, glaube ich. Also in irgendeine Entwicklungsumgebung, mit der ihr ein Python-Programm laufen lassen könnt. Wahrscheinlich ist das einfachste für die meisten Leute Visual Studio Code.
Die KI Copilot hat jeder Windows-User in dem Edge-Browser. Da müsst ihr einfach hier oben rechts klicken. Ich gebe jetzt hier auch wieder meinen Prompt ein und lasse es ausführen. Und wir haben wieder ein wahrscheinlich sofort lauffähiges Programm, das wir dann auch testen können. Es ist immer eine Beschreibung dabei, steht auch wieder drin, dass wir diese Bibliothek installieren müssen, ohne die geht es nicht. Und der Vorteil von so einer KI ist, wenn bei euch dann irgendwas nicht funktioniert, könnt ihr natürlich immer nachfragen und die KI bringt da wirklich gute Ergebnisse. Ich habe in Visual Studio Code schon eine Datei erzeugt, also das macht man hier über File, New File und dann Python File. Also ich habe das schon gemacht, ich mache das jetzt nicht nochmal. Habe das dann M60 genannt. Das wäre der M-Befehl, den ich später in meiner Steuerung verwende. Also ich kann das wirklich so, wie es hier steht, in einen bestimmten Ordner in meiner Steuerung reinlegen. Also hier in meinem Profil und dann in den Scripts. Und das kann dann in dem G-Code verwendet werden. Also das ist einfach der Code, den die KI produziert hat. Den habe ich einfach hier reingelegt. Und das war ja dieser Testcode, der einfach mal die Relais durchschaltet. Den können wir jetzt auch von hier aus starten. Sie sehen, die werden für 1 Sekunde geschaltet und gehen dann wieder aus. Die KI sollen wir jetzt auch noch eine GUI, also eine grafische Oberfläche zum Schalten von den Relais erzeugen. Dafür habe ich auch einen kurzen Prompt geschrieben. Also mit 4 Buttons. Ich glaube, das macht er aber nicht. Er macht eher so Eingabefelder. Mal schauen, was er daraus macht. Er benutzt die Standardbibliothek. Das ist tkinder bei Python, eine einfache Bibliothek. Und spuckt hier auch schon das Programm raus. Sollte immer mal bis unten durchscrollen. Ob hier unten dieser Main Loop drin ist. Manchmal dauert es einen Moment. Ja, jetzt kann ich das auch wieder kopieren, also gehe wieder hier hin, erzeugt mir im Visual Studio Code wieder eine Datei. Habe ich natürlich auch schon wieder gemacht, das ist diese hier, da hatte ich das auch schon reinkopiert. Ihr müsst in dem Programm eigentlich gar nicht jetzt alles verstehen. Man kann es aber ausführen und wenn irgendwas nicht funktioniert, gibt man es einfach der KI zurück und sagt, dass es verbessern soll. Ich starte die GUI jetzt mal, indem ich einfach dieses Programm starte. Also ich klicke hier auf Play. Die GUI erscheint jetzt bei mir auf einem anderen Bildschirm, aber da ist sie. Und jetzt kann ich auch wieder die Relais schalten. Und ihr seht, das war überhaupt kein Aufwand. Das macht alles die KI für einen. Wenn euch das GUI-Fenster nicht gefällt, könnt ihr das natürlich auch von der KI wieder umgestalten lassen. Ihr kopiert immer wieder den Code hier in Visual Studio Code, lasst ihn ausführen und kommt dann mit Sicherheit zum guten Ergebnis. Also jetzt haben mit der KI doch deutlich mehr Leute Zugang zur Programmierung und können damit auch vielleicht interessantere Projekte realisieren, als das noch vor den KI-Zeiten der Fall war. Ich kann euch jetzt noch mal kurz zeigen, wie dieser Button realisiert ist in der SimCNC, die ja über eine Python-Schnittstelle verfügt. Hier muss ich den GUI-Editor öffnen. Der geht jetzt bei mir in einem anderen Fenster auf. Ich wähle aber erstmal hier dieses Relais aus. Der sieht dann so aus. Dieser Button hat einen Namen, der steht jetzt hier oben und über diesen Namen kann ich den dann im Skript ansprechen. Ich gehe mal hier rein, um das Skript zu öffnen. Das sieht dann so aus. Ihr seht, der erste Teil hier oben, den habe ich einfach kopiert. Da ist jetzt gar nichts Neues drin. Mit dem Relais schalten. Und den Teil, den ich jetzt geschrieben habe, das ist eigentlich hier unten das. Und zwar kann ich bei mir in der SimCNC über GUI-Punkt auf die ganzen GUI-Elemente, also Buttons, Labels und sowas zugreifen. Hinter GUI-Punkt kann ich jetzt den Namen von meiner Komponente nehmen. Das ist jetzt dieser hier. Und kann dann den LED-Status abfragen. Also wenn die LED an ist, dann soll beim nächsten Klicken die LED ausgeschaltet werden, der Zustand auch ausgeschaltet werden, also das Relais ausgeschaltet werden. Und wenn gerade in dem Moment, wo geklickt wird, die LED aus ist, dann wird im nächsten Fall die LED eingeschaltet und auch das Relais eingeschaltet.
Also das ist das, was hier passiert. Was man nicht vergessen sollte, ist zum Schluss das Device zu schließen. So, jetzt stellt sich noch die Frage, was ihr braucht. Also wenn ihr das hier bei Amazon zum Beispiel bestellt, dann fehlt der Jumper. Also ohne den Jumper könnt ihr es nicht direkt in Betrieb nehmen. Dann müsstet ihr nämlich hier eine externe 5-Volt-Quelle anschließen. Vorteil von dem Jumper, ihr braucht keine externe Stromquelle. Der Nachteil, wenn ihr jetzt USB zur Stromversorgung nehmt, USB ist natürlich im Strom begrenzt. Ich konnte alle 4 LEDs schalten, es hat funktioniert. Falls das nicht reichen sollte, kann man natürlich den Jumper wegnehmen und eine externe Stromquelle nehmen. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, ist die externe Stromquelle wahrscheinlich sogar die bessere Wahl, weil in dem Steuerkreis wäre dann die externe Stromquelle, wenn ihr den externen Anschluss nehmt. Wenn ihr die USB-Stromversorgung nehmt, dann ist in dem Steuerkreis der Strom von der USB-Schnittstelle. Also da müssten wir jetzt einen Elektrotechniker fragen, kann es passieren, dass in diesem Steuerkreis mal so große Ströme auftreten, die dann zurück, also große Spannungen auftreten, dass dann Ströme zurückfließen in die USB-Schnittstelle. Da bin ich jetzt überfragt, weiß ich nicht. Das wäre vielleicht theoretisch möglich, aber da wäre die sichere Wahl auf jeden Fall das. Zum schnellen Testen ist, denke ich mal, das mit dem Jumper die bessere Wahl. Neben dem Jumper braucht er natürlich noch ein USB-Kabel mit so einem Anschluss. Also ich habe das, glaube ich, von einem Arduino genommen. Wie schon vorher gesagt, braucht ihr ein lauffähiges Python-Programm und wahrscheinlich einen Internetzugang, um den Treiber zu installieren. Das kann ich euch gerade noch mal im Gerätemanager zeigen. Im Gerätemanager wird hier ein COM-Anschluss angezeigt werden. Das kann bei euch ein anderer COM-Port sein, also 5, 6 oder irgendwas anderes. Beim ersten Einstöpseln war hier so ein gelbes Warnschild. Also da war der Treiber noch nicht da und bei mir hat es so 2-3 Minuten gedauert, bis der Port dann so aussah, wie er jetzt aussieht, also ohne dieses gelbe Warnschild. Ich vermute, dass dann Treiber aus dem Internet nachgeladen wurden. Wenn ihr hier auf die Eigenschaften geht, dann sieht man auch hier, dass das FTDI ist, also das ist kein normaler serieller Anschluss, sondern das ist ein besonderer Anschluss. Also ihr könnt mit dieser Bibliothek PySerial hier mit diesem Relais nichts anfangen. Ich zeige euch jetzt trotzdem nochmal, wie ihr Python runterladet und installiert. Also könnt ihr einfach bei Google eingeben, Download Python für Windows. Nehme die letzte stabile Version und dann für mich den Windows Installer 64-Bit. Der wird jetzt runtergeladen. Ich kann den gleich ausführen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr hier die Häkchen setzt, damit euer Python mit in den Windows-Pfad eingebunden wird. Das heißt, ihr könnt später Python von jeder Stelle aus eurem Dateibaum raus aufrufen. Das wird auch noch wichtig, wenn ihr zum Beispiel eine GUI direkt per Klick starten wollt. Das zeige ich euch gleich auch noch. Also hier die Häkchen setzen und dann hier oben installieren. Das dauert jetzt eine Weile. Ich mache kurz einen Break. In der Konsole oder auch Eingabeaufforderung genannt, könnt ihr jetzt gucken, ob diese Version funktioniert. Python. Oh, da fehlt ein P, ich habe es kopiert, aber soll jetzt die Version liefern von dem Python, das wir gerade installiert haben, und das passt auch. Also damit könnt ihr auch sicher sein, dass die Pfadangabe klappt und damit könnt ihr sicher sein, dass wir auch die GUI direkt per Klick zum Beispiel vom Desktop öffnen können. Wir dürfen nicht vergessen, zunächst noch die Python-Bibliothek zu installieren. Und das mache ich jetzt mit pip install ftd2xx.
Er holt sich das und das ist relativ schnell passiert. So, jetzt lege ich mir schnell eine Textdatei an, also neu, Textdokument, nenne ich vielleicht Relay. Und wichtig ist jetzt die Endung. Ich versuche erstmal Pi. Ja, jetzt gibt er mir auf dem zweiten Monitor hier so eine Meldung aus. Ja, ich will die Endung trotzdem ändern. Und jetzt kann ich hier wieder mit einem Texteditor, da kopiere ich jetzt das aus dem Visual Studio Code rein. Also das brauchen wir nicht unbedingt. Wir können auch direkt aus der KI in eine Textdatei was reinkopieren. Das ist das, was die KI produziert hat. Mit Steuerung S speichere ich das noch einmal. Ja, und jetzt haben wir die Textdatei umbenannt in .py und den Inhalt von der KI rein kopiert. Ich sage jetzt noch einmal öffnen mit und da wähle ich Python aus. Und jetzt hat sich das schon geöffnet. Das ist jetzt bei mir leider auf dem zweiten Monitor. Dummerweise geht jetzt aber eine Konsole mit auf. Also es geht das GUI-Fenster auf und ein Konsolenfenster. Das ist eher unschön. Das kann man jetzt ändern, indem man die Endung einfach auf PyW setzt. Und dann wird nur noch die GUI angezeigt und das Konsolenfenster wird nicht geöffnet. Ich schließe das gerade mal. Schreibe jetzt hier in der Endung noch ein W dahinter, speichere das Ganze wieder. Dann kommt natürlich wieder so ein Fensterchen hier. Möchten Sie ändern? Ja. Jetzt hat er das Icon auf meinen zweiten Bildschirm geschoben. Ich ziehe es mal wieder zurück. So, wenn ich jetzt einen Doppelklick mache, ja, das seht ihr jetzt leider nicht, weil es auf dem anderen Bildschirm ist, öffnet sich nur die GUI, sonst nichts. Ich kann die Relais wieder schalten, das geht natürlich wieder. Und es öffnet sich jetzt kein Konsolenfenster mehr und das wäre halt eben so, wie es sein sollte. Wenn ihr also Python korrekt installiert habt, also mit dem Pfad im Windows und die Bibliothek installiert habt, dann könnt ihr dieses Skript einfach per Doppelklick starten. Was man noch wissen sollte, ist, was passiert, wenn ich den USB-Stecker ziehe oder was passieren kann, wenn der PC hochfährt. Das seht ihr jetzt gleich. Ich habe es ausgestöpselt, jetzt stöpsel ich es ein. Und ihr seht, Relais 1 und 3 springt hin und her, also die schalten. Ja, und das ist natürlich nicht schön. Das heißt, da würde ich jetzt nichts dranhängen, was irgendwie nicht eingeschaltet werden darf. Oder man könnte die Lastseite natürlich auch erst später bestromen, nachdem der PC hochgefahren ist. Auf jeden Fall sollte man daran denken, dass beim Start die Steuereingänge anscheinend in keinem definierten Zustand sind und dass so ein Relais hin und her springen kann. Ich glaube, das nennt man Initialisierungsglitch. Damit bin ich mit dem Relais fertig. Ich zeige euch jetzt aber nochmal die Tischkamera, mit dem ich das Relais aufgenommen habe. Die habe ich nämlich mit Teilen, die übrig waren aus dem laufenden Projekt der optischen Kantenantastung, einfach genommen. Also ich hatte noch eine Kamera übrig, ich hatte eine Rändelschraube, ich habe noch ein bisschen Silberstahl gehabt, den Magnet hatte ich sowieso und den Höhenanreißer, den habe ich schon länger. Und damit konnte man recht einfach diese Tischkamera realisieren, mit der ich dann die Aufnahmen vom Relais gemacht habe. Also so wurde das, was da übrig war, auch noch ganz gut verwertet. Die Kamera für die optische Kantenantastung ist soweit auch fertig, auch die Höhenantastung ist fertig und ich kann euch jetzt schon mal zeigen, wie es dann an der Maschine aussieht. Ich muss noch den Versatz zwischen der Kameraachse und der Spindelachse ausmessen und natürlich dann noch das Videoschneiden zusammenstellen. Das wird dann aber auch in den nächsten 2-3 Wochen kommen.
Die Höhenantastung passt eigentlich super gut, also die geht bis auf ein Hundertstel genau. So, das war's schon wieder von heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Anton. Ciao.